Servus zusammen, wieder schauen wir uns den Einhell THD 1820 Akkubohr haben wir an von Einhell. Also einmal hat man Schlagbohren, Meißeln. Was das andere für Funktion ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Immer stoppen, das ändern. Da hat man eben das zum Einstellen, Tiefenanschlag aus Metall, ist gut. Plastikgriff, komplett Plastik. Ja, er ist ganz okay. Vibrationen schauen wir uns nachher an. Finde, da oben ist schön gummiert. Das gefällt mir mal schon gut. Die Verstellung funktioniert auch gut. Griff ist auch okay. Optisch schaut er auch ganz gut aus. Ist halt relativ lang. Länge hat er von 35 bis 37 Zentimeter, je nachdem, wie man es misst. Wenn man es ein bisschen schräger misst, 37. Maximal Länge ist eigentlich 35, wenn man es genau nimmt. Ganz normale SDS Plus Aufnahme. Gibt es nichts Besonderes dazu sagen. Lautstärke seht 104 dB, 103 dB ungefähr. Was mir aber nicht gefällt, ist die Ungenauigkeit. Wie ihr sehen könnt, relativ ungenau. Schauen in Zukunft auch die anderen an, aber ist mir bei dem sehr aufgefallen, dass da eben der Bohrer viel Spiel hat. Das liegt am Bohrfutter. Vielleicht das ist schlecht. Ich glaube, wo ich den Hilti eigentlich dran habe, war es nicht so. Vibrationen sind leider sehr schlecht, weil Sie es ja gleich sehen. Also da bei den gummierten Stellen teilweise 70 Meter pro Sekunde, ungummiert geht es auf 199 und drüber. Am Griff vorne 170, 170 mehr noch. Also wirklich, Vibrationen sind sehr, sehr hoch. Das gefällt mir leider gar nicht. Das ist ein riesiger Nachteil. Er ist ja relativ groß, relativ schwer, 2,73 Kilo. Ja, von den Sachen her relativ negativ. Ich würde den nicht unbedingt regelmäßig verwenden wollen. Aber schauen wir uns nachher natürlich auch die Ergebnisse an von den Bohrtests. Die kennen wir jetzt sofort und dann können wir jetzt reden. ,4 Zentimeter. ,5 Zentimeter. ,6 Zentimeter. ,1 Zentimeter. So, kommen wir nun zu den Zahlen. Also 1300 hatte Umdrehungen, 4750 Schlagzahl. So macht Joule, das ergibt 8550 Joule pro Minute. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es weit weg von der Hilti, auch weit weg von Works. Deutlich besser als die 18er, die anderen, die Einhell THD 18Li und 1812Li. Und weiter weg als der Bosch Universal Hammer. Dann Länge, definitiv der längste, Gewicht auch der schwerste. Und Preis 120 Euro ist definitiv nicht allzu günstig. Aber ja, Drehmoment 8 Newtonmeter geschafft, Vibrationen sind leider sehr hoch. Das gefällt mir leider bei dem gar nicht, also wirklich gar nicht. Sind einfach viel zu hoch, die Vibrationen sind eigentlich nicht akzeptabel, muss ich sagen. Kommen wir nun zur Leistungstabelle. Also wir sehen können es bei 6 mm 1,42 Sekunden, ein bisschen langsamer als der Works, auch langsamer als der Bosch und natürlich viel langsamer als Hilti oder Parkside mit Strom, 12 mm, deutlich langsamer als Hilti, auch deutlich langsamer als Works oder Bosch. Und bei 16 mm gleicht sich das schon relativ aus. Es ist nicht ganz so riesiger Unterschied mehr. Vor allem ist er deutlich besser als die anderen kleinen. Er war auch immer besser als die kleinen, aber als die kleinen Einhells meine ich. Und jetzt bei 20 mm 5,86 ist er nochmal stärker als der Works. Weiß nicht wieso, aber anscheinend hat er doch mehr Kraft, als man denkt. Und da ist er gar nicht so schlecht. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich sehe jetzt, der Unterschied ist dann zu Hilti oder zum Universal Hammer nicht mehr so groß. Aber großer Unterschied zu den 1812ern und 18Li. Also bis dahin würde ich sagen, es ist okay, wer öfter dann so große Löcher bohrt, ab 20er, dann bitte den nehmen, weil das macht einen riesigen Unterschied. Insgesamt hat er ganz gut Leistung, muss ich sagen. Vibrationen gefallen mir leider nicht. Das Gewicht ist sehr hoch, die Länge auch. Er ist sehr, sehr groß. Finde ich fast schon zu groß. Und ja, aber er ist ganz okay. Also ich würde ihn vielleicht schon nehmen, vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher.
Aber alle Bohrhammer sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich gerne unterstützen. Vielen Dank, für ihr das macht. Vielen Dank, für ihr das schaut. Kommentar da lässt, Abo da lässt, Daumen nach oben, teilt. Danke, Servus und ciao.